Hi liebe Moonies und willkommen zu meiner Zusammenfassung des Dracul-Arcs, den es nur in den Sailor Moon Musicals gab. Es ist eine ganz neue Story, die aus 3 aufeinander aufbauenden Musicals besteht, beziehungsweise 4, je nachdem wie man es sieht. Es ist eine interessante Geschichte mit coolen Charakteren, unter anderem einer neuen Sailor-Kriegerin, und die werde ich jetzt zusammenfassen. Natürlich werde ich damit auch alles spoilern. Ich packe euch einen Link in die Videobeschreibung, wo ihr die Musicals schauen könnt. Falls ihr eine ausführlichere Version dieser Zusammenfassung haben möchtet, wir haben zum ersten Musical einen Podcast gemacht und zu den anderen beiden werde ich eventuell auch noch eine ausführlichere schriftliche Zusammenfassung auf Wattpad posten, damit ihr euch das durchlesen könnt, falls es euch interessiert. Aber gut, fangen wir doch jetzt direkt an. Okay, wir beginnen mit dem ersten Musical, Last Dracul, wie ich es immer abkürze. Zunächst stelle ich euch mal die Bösewichte vor. Wie bei Sailor Moon üblich gibt es eine dunkle Macht, die hinter allem steckt. Sie heißt in diesem Fall Death Vulcan. Dazu aber später mehr, denn der tut im ersten Teil eigentlich nicht viel, außer ein paar Befehle geben. Dann haben wir jemand Bekanntes, Professor Tomoe. Der züchtet sogenannte Homunculi, also künstliche Menschen, um die Menschen durch sie zu ersetzen. Das hat bisher aber nicht so gut geklappt, weshalb er die Starseeds, also die Sternenkristalle der Senshi will, um perfekte Homunculi zu züchten. In dieser Version ist er aber nicht besessen vom Daimon Germatoid, sondern vom Krieger Undead Berserk. In dieser Form nimmt er an den Kämpfen teil. Zu ihm gehören außerdem ein paar misslungene Homunculi, und diese Fehlschläge wollen sich beweisen und mischen sich daher auch in die Kämpfe ein. Sie hoffen, mit dem Silberkristall zu echten Menschen werden zu können. Die sind leider sehr nervig. Also falls ihr das Musical schauen wollt, lasst euch davon nicht abschrecken, in der zweiten Hälfte wird's deutlich besser. Dann gibt es da noch Death Lamia, ein Vampir, der sich nach dem menschlichen Leben sehnt und hofft, dieses wiederzuerlangen, wenn sie Tomoe hilft. Sie hat auch noch ein paar Untergebene namens Death Nightmares, die hier aber keine große Rolle spielen. Außerdem gibt es Bloody Dracul oder Count Dracul und er ist der, den die Menschen Dracula nennen. Auch er hilft Tomoe. Dracul wollte eine Menschenfrau heiraten, aber ihr Vater hat sie umgebracht, weil sie mit einem Vampir zusammen war. Sie haben eine Tochter namens Bloody Dracul Vampir, die ein Halbvampir ist. Sie kann kein menschliches Blut trinken, da ihr Körper das verweigert. Dracul will deshalb auch, dass diese Homunculi erschaffen werden, damit seine Tochter dieses Blut trinken kann. Okay, nun zur Handlung. Usagi hat einen Albtraum, in dem ihr gesagt wird, dass ein Unglück geschieht, wenn sie sich verwandelt. Der Traum kam von Lamia und natürlich war das alles nur gedacht, um Usagi einzuschüchtern. Chibiusa kommt aus der Zukunft zurück, denn ihre Mutter hatte auch den schlimmen Traum gehabt und Chibiusa hatte sich Sorgen gemacht. Als Usagi und Mamoru auf einem Date sind und Boot fahren, werden sie von den fehlgeschlagenen Homunculi angegriffen. Mamoru wird aber zu Tuxedo Mask und kann sie vertreiben. Usagi wollte sich nicht verwandeln, da ja etwas Schlimmes passieren könnte. Da es jetzt stark regnet, suchen die Senshi Schutz in einem Anwesen. Also die anderen waren auch in der Nähe. Im Anwesen warten schon die Vampire, denn es ist Draculs Haus. Die Mädels merken aber, dass die Gastgeber nichts Gutes im Schilde führen und es gibt einen Kampf. Sailor Moon hat sich aber nur in ihre normale Form verwandelt, in der Hoffnung, das Unglück so abschwächen zu können. Leider bringt der Angriff aber so nicht viel. Mamoru wird von Dracul gebissen und die Feinde verschwinden. Als die Inner Senshi über ihre Träume sprechen, fühlt Ami sich bestärkt und will schon in 2 Tagen nach Deutschland zum Studieren reisen. Als Usagi das mitkriegt, ist sie natürlich sehr traurig. Sie macht sich generell Vorwürfe, dass alles nur passiert, weil sie sich verwandelt hat. Rei, Makoto und Minako werden von Lamia und Co. abgefangen und hypnotisiert. Die stehen jetzt unter ihrer Kontrolle und sind quasi sowas wie Vampire. Chibi-Moon rennt allein in Tomoes Labor und wird gefangen genommen. Hotaru bekommt das mit und merkt, was ihr Vater da eigentlich tut. Währenddessen geht Ami in einer herzzerreißenden Szene zum Flughafen. Doch dort wird sie von Lamia abgefangen und gebissen. Damit wird auch sie ein Vampir und steht unter Lamias Kontrolle. Hotaru besucht Chibiusa in ihrem Gefängnis im Tomoe-Haus. Da kommen aber Fledermäuse geflogen, die den Schlüssel bringen, um sie zu befreien. Das war mit Sicherheit Dracul. Da zeigen sich schon erste Zeichen, dass der gar nicht so böse ist. Lamia und die Vampir-Inner Senshi greifen Usagi und Mamoru an. Mamoru wird zu Tuxedo Mask, doch plötzlich erscheinen 4 weitere Tuxedo Masks. Das sind die fehlgeschlagenen Homunculi in Verkleidung. Usagi durchschaut sie aber schnell und in Verzweiflung ersticht einer von ihnen den echten Tuxedo Mask. Also, dieser stirbt jetzt.
Usagi ist so verzweifelt, dass sie sich selber umbringen will, aber die Outers halten sie auf. Tuxedo Mask steht plötzlich wieder auf, denn er wurde ja gebissen und erwacht jetzt als Vampir. Chibi-Moon kommt und erzählt, dass der Feind seine Basis in Tomoes Haus hat. Es gibt einen Kampf, in dem Sailor Neptune gebissen wird. Usagi hat sich nun übrigens in Super Sailor Moon verwandelt und lässt sich nicht mehr von ihren Albträumen verunsichern. Sailor Moon und Chibi-Moon können mit der Macht des Silberkristalls ihre Freundinnen wieder in Menschen zurückverwandeln. Die Feinde werden vorerst vertrieben. Dracul hatte zuvor eine von Lamias Death Nightmares gebissen. Er gibt ihr den Namen Le Fay wie seine verstorbene Braut. Sie soll die Ersatzmutter seiner Tochter werden, allerdings spielt diese erst im nächsten Musical eine größere Rolle. Die Senshi stürmen Tomoes Labor. Dieser offenbart, dass er eigentlich Berserk ist. Er hat zwar den echten Körper von Tomoe, aber hat diesen komplett übernommen und Tomoes Seele kann nicht mehr gerettet werden. Er ersticht mit seinem Schwert Chibiusa. Dracul rennt herein und beansprucht die Homunculus-Tanks für sich selbst, da er sie ja für seine Tochter braucht. Es gelingt ihm auch, die Tanks mitzunehmen. Chibiusa stirbt und Hotaru ist so am Boden zerstört, dass Sailor Saturn in ihr erwacht. Als Saturn erscheint sie bei Dracul und will die Welt zerstören, aber sie ist so geschwächt durch ihr Erwachen, dass sie zusammenbricht. Die anderen Senshi kommen auch und haben klassische Vampirwaffen dabei wie Knoblauch, ein Pflock, ein Kreuz und so weiter, aber Dracul erklärt, dass das alles nichts bringt. Tomoe und Co. kommen dazu und der finale Kampf beginnt. Als Berserk Sailor Moon angreifen will, wirft sich aber plötzlich Dracul dazwischen. Er stirbt leider auch. Spätestens jetzt ist klar, dass er nicht so böse ist, denn er hat ja Sailor Moon gerettet. Nun, da Dracul tot ist, löst sich sein Band von Tuxedo Mask und Neptune und beide werden wieder normal. Berserk wird super aggressiv, wer hätte das nur gedacht bei diesem Namen, und tötet die fehlgeschlagenen Homunculi. Sailor Moon verwandelt sich in Eternal Sailor Moon und belebt Chibi-Moon wieder. Und zusammen zerstören sie Berserk, yay! Der Kampf ist vorerst gewonnen. Das ist das Ende des ersten Musicals. Weiter geht es mit dem Musical Castle in Transylvania no Mori. Davon gibt es 2 Versionen, nämlich die originale Version und das Kaitebun. Die Kaitebun-Version hat einige Änderungen, aber ich fasse hier nur das Original zusammen und nenne euch dann die wichtigsten Änderungen. Also, zunächst wieder die Bösewichte. Da haben wir einmal Bloody Dracul Vampir, Draculs Tochter. Sie will Rache für ihren Vater, aber auch den Silberkristall, um ihre tote Mutter wieder zu beleben. Dann gibt es Lilith of Darkness, die diesmalige Anführerin der Feinde. Und falls jemand diesen Lilith-Mythos kennt, von wegen Adams erste Frau und sowas, genau das ist sie. Aber das werde ich jetzt nicht so genau erklären. Diese ganze Musical-Reihe ist übrigens voll von christlichen und jüdischen Symbolen und Begriffen. Ihr Ziel in Zadamu: Sie will die derzeitige Welt zerstören und eine neue Welt erschaffen, in der sie und die Göttin Astarte herrschen. Dazu muss sie den Silberkristall zerstören, der die Welt schützt. Und wo wir es gerade von Astarte haben, ein sehr komplizierter Charakter. Sie ist eine Mittelschülerin namens Shiba Shingetsu Astarte. Sie ist außerdem die Inkarnation der antiken Göttin Astarte, die es in der Mythologie übrigens wirklich gab. Die Göttin hilft den Feinden, da Lilith ihr einredet, sie sei die wahre Göttin des Mondes und nicht Sailor Moon. Außerdem ist sie eine Sailor-Kriegerin namens Sailor Astarte. Aber dazu komme ich am Ende des Videos nochmal. Und in ihr steckt noch jemand, nämlich Dark Kain, der immer wieder die Kontrolle über ihren Körper übernimmt. Aber ich glaube, auch zu dem kommen wir später. So, außerdem noch auf der Seite der Bösen ist das Samael-Quartett. Das ist quasi das Amazonen-Quartett, aber in dieser Version sind sie Homunculi, entstanden aus Chibiusas Sternenkristall, der im letzten Teil kurzzeitig in den Tanks drin war. Sie glauben, wenn sie Lilith helfen, können sie richtige Menschen werden. Dann haben wir Baron Gilles de Rais und Elizabeth Bathory oder Bathory, bin ich sicher. Beide sind Vampire und nach historischen Personen benannt, die Serienmörder gewesen sind. Gilles hat zusammen mit Jeanne d'Arc gekämpft und in dieser Musical-Version hat er sie auch geliebt. Elizabeth ist undercover als Lehrerin der Sailor-Kriegerinnen. Im Kaitebun wird sie von einer ähnlichen Figur namens de Brinvilliers ersetzt. Und dann haben wir noch Le Fay, die eine Nightmare, die Dracul gebissen hat im letzten Musical. Sie soll jetzt die Ersatzmutter für seine Tochter sein, aber letztere hat da keinen Bock drauf. Okay, kommen wir jetzt endlich zur Story. Die Bösewichte treffen sich bei Le Fay und Draculs Tochter, die wir von jetzt an Vampiro nennen werden. Sie überreden Vampiro, bei ihnen mitzumachen.
Da diese so ihre Mutter wiederbeleben könnte, wenn sie den Silberkristall kriegt, stimmt sie zu. Das Samael-Quartett will eine Mandragora, also eine Alraune, ausgraben, und das ist eine Pflanze, deren Wurzel Menschenform hat und Wünsche erfüllen kann. Aber was sie bekommen, ist nur eine Mandrake. Diese wird erst in 100 Jahren zu einer Mandragora und kann, in Anführungsstrichen, nur heilen. Die Bösen nehmen ihn aber trotzdem mal mit. Michiru gibt bald ein Konzert in Europa und will die Senshi mitnehmen. Jedoch sind Usagi, Minako und Makoto durch eine Prüfung gefallen und sollen diese bald nachholen. Deshalb können sie nicht. Auch die neue Schülerin Shiba Shingetsu Astate muss die Prüfung wiederholen. Wir erfahren, dass das Samael-Quartett immer wieder Chibiusas Stimme hört und diese hat auch immer wieder Träume von den Vieren. Wie gesagt, sind diese ja aus Chibiusas Silberkristall entstanden. Die Senshi sind gerade am Lernen im Hikawa-Schrein, als die Feinde erscheinen. Rei kämpft als Sailor Mars und kann die Feinde vertreiben. Allerdings taucht kurz Vampiro auf und beißt Sailor Mars. Zurück bleibt ein Brief, in dem es heißt, Dracul erwartet sie in seinem Anwesen. Die Senshi sind verwirrt, denn Dracul ist ja tot. Es war natürlich Vampiro, die die Nachricht geschrieben hat. Die Senshi kommen verwandelt ins Anwesen und es gibt einen Kampf, jedoch können sie nichts ausrichten. Vampiro beißt Sailor Jupiter. Lilith Macht bringt Chibiusa aus der Zukunft her, aber Tuxedo Mask erscheint und kann sie retten, sodass sie entkommt. Später kämpfen die Senshi nochmal gegen die Vampire. Nun wird Uranus von Vampiro gebissen. Gilles de Rais hat jetzt das Samael-Sword, das im letzten Musical Berserk gehört hat. Aber da erscheint Sailor Astate und hilft den Senshi. Mit ihrem Angriff haut sie bei Gilles de Rais ganz schön rein und zerbricht das Samael-Sword. Eine Weile später wollen die Mädels nun doch zu Michirus Konzert nach Europa fliegen. Die Prüfung ist wohl ins Wasser gefallen und der Kampf gegen die Feinde ist sowieso wichtiger. Shiba ist auch dabei, aber alle außer Usagi trauen ihr noch nicht so recht. Vampiro trifft Chibiusa im Wald. Sie sprechen relativ nett miteinander, aber da kommen die restlichen Feinde und nehmen Chibiusa gefangen. Lilith teleportiert Sailor Moon her, um sie anzugreifen, aber Sailor Astate kann sie retten und die Feinde vertreiben. Sie erzählt von ihrer gespaltenen Persönlichkeit und dass Darkseid ihren Körper immer mehr übernimmt. Das Konzert wurde abgesagt und die Senshi sind jetzt etwas ratlos, was sie machen sollen. Sie treffen auf ihre Lehrerin, in Wahrheit ja Elizabeth, und sie sagt, dass sie ursprünglich von hier kommt. Sie will die Mädels herumführen. Die Feinde in Verkleidung erwarten sie schon und sie feiern ein Fest, einen Hexensabbat, um genau zu sein. Die Mädchen feiern fröhlich mit, aber merken dann doch, dass die Feinde dahinter stecken. Lilith sperrt die Senshi in eine Art magische Barriere, aber Sailor Astate taucht auf und befreit sie. Doch dies hat sie ihre letzte Kraft gekostet und Darkseid übernimmt sie komplett. Shibas Seele ist jetzt endgültig ausgelöscht und wird nie wieder zurückkehren. Sie kämpfen im Tempel von Darkseid weiter. Anscheinend ist das, was noch vom Garten Eden übrig ist. Sailor Moon erzählt Vampiro, dass Dracul sich für sie, also für Sailor Moon, geopfert hat, aber ihr ist das egal. In ihren Augen hat Moon Dracul so oder so getötet. Sie erweckt Mars, Jupiter und Uranus als Vampire. Moon versucht weiter auf Vampiro einzureden und auch Mandrake ergreift Partei für die Menschen. Er sagt, er mag die Menschen, obwohl sie Pflanzen zerstören. Kain sagt nun, dass die Untoten alle von ihm erschaffene Homunkuli seien, die nur zum Kämpfen gegen die Menschen da sind. Kain will Vampiro angreifen, aber LeFay wirft sich dazwischen und stirbt. Sie entschuldigt sich bei Vampiro, dass sie nicht ihre Mutter ersetzen konnte. Im letzten Moment nennt Vampiro sie Mutter. Die Senshi kämpfen nun gegeneinander, also die Vampir-Senshi gegen die anderen und bringen sich gegenseitig um. Es sterben alle Sailor-Kriegerinnen außer Neptune und Saturn. Kain erklärt, dass er die Welt zerstören will, um endlich sterben zu können. Denn er ist der biblische Kain. Falls jemand die Geschichte nicht kennt, Kain und Abel waren die Kinder von Adam und Eva. Und Kain tötete Abel aus Neid und war somit der allererste Mörder. In dieser Version wurde er zu ewigem Leben verdammt bis zum Weltuntergang. Und deshalb will er eben, dass die Welt untergeht, damit er endlich sterben kann. Gilles de Rais fängt eine Attacke für Sailor Moon ab, da sie seiner Meinung nach Jeanne d'Arc ähnelt. Lilith tötet Gilles darauf endgültig. Elizabeth nimmt ein Schwert und ersticht sich selbst, wahrscheinlich wegen des Schocks, dass sie nur Homunkuli sind und vielleicht auch, weil Gilles tot ist. Und auch Vampiro ersticht sich. Durch ihren Tod will sie die Vampir-Senshi wieder aus ihrer Kontrolle freigeben. Also die Senshi sind zwar schon tot, aber anscheinend wären sie immer noch Vampire gewesen, wenn sie wiederbelebt worden wären.
Dann taucht Sailor Chibi-Moon auf und zwar mit dem Sailor-Quartett. Ja, die sind zu echten Sailor-Kriegern geworden. Wuhu! Die Feinde öffnen das Tor zur Totenwelt, aber sie haben wohl nicht bedacht, dass dadurch die toten Senshi wieder ins Leben zurückkommen können. Yay! Der finale Kampf bricht an. Sailor Moon vernichtet Lilith und besiegt auch Kain, aber endgültig sterben kann dieser ja nicht. Sie befreit Astartes Körper von ihm, allerdings war Astartes Seele nicht mehr zu retten, wie schon gesagt. Okay, ganz kurz noch was zum Kaitebaan. Die wichtigste Änderung ist, dass Dracul aus der Unterwelt zurückkommt. Das Samael-Sword, mit dem er versiegelt worden war, bricht ja irgendwann und dadurch kann er zurückkehren. Zuerst kämpft er auf der Seite der Feinde, aber später hilft er den Senshi. Vampiro bringt sich hier auch nicht um, denn sie kann die Vampir-Senshi durch ihr Blut wieder zurückverwandeln. So, ich weiß, es ist ultra viel Info, aber nun zum letzten Musical. Joe Waxay Death Vulcan no Fuin. Bei den Feinden haben wir immer noch Dark Kain, aber diesmal in seiner richtigen Gestalt. Dann haben wir Death Vulcan, der ja schon die ganze Zeit der Drahtzieher war. Und jetzt erfahren wir auch endlich seine Geschichte. Er ist ein Planet, der damals im Silver Millennium die Erde vernichten und ihren Platz einnehmen wollte. Aber Queen Serenity hat ihn aufgehalten und in 2 Hälften gespalten. Jede Hälfte des Planeten hat eine Personifikation, nämlich einmal Death Vulcan, der die böse Seite darstellt, und eine Frau namens Vulcan, die die gute Seite darstellt. Death Vulcan will den Silberkristall, um seine gute Seite zu vernichten. Fun Fact: Vulkan ist in der Realität der Name eines hypothetischen Planeten zwischen der Sonne und Merkur. Man hat seine Existenz angenommen, um die Perihel-Drehung oder so von Merkur erklären zu können. Mittlerweile wissen wir aber, dass es ihn so gut wie sicher nicht gibt. Okay, dann gibt es bei den Feinden noch Magi Saint-Germain. Auch dieser basiert auf einer historischen Person. Und die Death Nightmares sind auch wieder da, aber ob das jetzt genau die gleichen sind wie im ersten Musical, weiß ich nicht so genau. Auch Le Fay ist wieder dabei. Sie ist jetzt also aus irgendeinem Grund wieder böse. Wahrscheinlich, weil sie jetzt wieder in ihre wahre Dämonenform zurückgegangen ist. Oder Kains böser Einfluss, oder beides. Death Nightmares werden hier als Dämonen beschrieben, die Träume fressen. Die Feinde befinden sich im Mausoleum des Kain im Transsilvanienwald. Ein Werwolfskind namens Levi schleicht herein und sie wollen es töten. Aber da kommen Dracul, Vampiro und Mandrake zur Hilfe. Vampiro stellt mit Schrecken fest, dass Le Fay wieder unter den Feinden ist. Kain vertagt Levis Tötung und sie ziehen sich zurück. Vampiro gibt Levi in Mandrakes Obhut. Da kommt plötzlich Mandrako an, die kleine Schwester von Mandrake. Währenddessen erzählen die Outer Senshi, dass sie nach Monaco wollen. In Wahrheit wollen sie sich aber allein um die Feinde kümmern, da Pluto eine Verzerrung in der Raumzeit festgestellt hat. Außerdem blockt etwas die Sonneneinstrahlung immer mehr ab und es wird kälter. Das liegt natürlich am herannahenden Planet Vulcan. Da greift eine Biker-Gang die Inner Senshi an, welche natürlich die Feinde in Verkleidung sind. Im Kampf werden Ami, Rei, Makoto und Minako gefangen genommen und elektrogeschockt. Um ihre Freunde zu retten, übergibt Sailor Moon den Silberkristall an Germain. Die Gefangenen werden zum Mausoleum gebracht und machen sich fürchterliche Vorwürfe. Sie wollen, wenn ich das richtig verstehe, ihr Leben opfern, um Vulcans Umlaufbahn zu ändern. Aber da erscheint die gute Seite Vulcans und hält sie auf. Death Vulcan gefällt ihr Einmischen gar nicht und er beamt die Senshi auf den Planeten Vulcan. Vampiro bringt Usagi, Chibiusa und Mamoru ins Dracul-Schloss in Transsilvanien. Auch Usagi macht sich starke Vorwürfe, weil sie den Silberkristall hergegeben hat, aber Vampiro spricht ihr Mut zu. Die Mandrake-Geschwister und Levi kommen herein. Sie wollten eigentlich nach Japan, um Sailor Moon zu suchen, da dieser Levi beschützen kann. Wir erfahren auch, dass es zwischen Draculs Anwesen in Japan und Transsilvanien eine Art Portal gibt. Das erklärt so einiges. Germain und die anderen kommen herein und nun hat auch Death Vulcans Personifikation die Erde erreicht und er erscheint. Die gute Seite Vulcans will sich wieder mit ihm vereinen, aber er will davon nichts wissen. Wir werden die gute Seite von nun an Silver Vulcan nennen, auch wenn sie nicht so heißt, aber so kann man sie besser auseinanderhalten. Die Outer Senshi stürmen herein, aber werden auch gefangen genommen und versiegelt. Mandrako wendet sich plötzlich gegen ihren Bruder, denn sie wurde von den Bösen gebrainwashed. Und dann kommt etwas, was mich komplett verwirrt hat. Silver Vulcan ist im letzten Musical in Shebas Körper gegangen und sie war eigentlich Sailor Astarte. Aber wie gesagt, dazu möchte ich am Ende noch eine Theorie äußern.
Dann kommt Neo Queen Serenity aus der Zukunft auf den Planeten Vulcan. Sie erklärt, dass Death Vulcan den Silberkristall gar nicht benutzen kann, da dieser sich den Besitzer aussucht. Sie holt den Kristall zurück und schickt die Senshi zur Erde zurück. Nach dem glücklichen Wiedersehen mit ihren Freundinnen verwandelt sich Usagi sogleich in Sailor Moon. Sie teleportieren sich zum Mausoleum. Währenddessen werden Vampiro, Levi und Mandrake angegriffen. Vampiro wird gefangen genommen und in Ketten gelegt. Wieder im Mausoleum, wo Vampiro jetzt gefangen ist, stürmen Pluto und Saturn herein, denn so einfach lassen die sich nicht versiegeln. Durch die Konzentration ihrer Kräfte werden auch Uranus und Neptun befreit. Levi kommt an, aber kein tötet sie. Während Levi stirbt, lässt die Vampiro von ihrem Blut trinken. Dadurch ist diese stark genug, um die Ketten zu sprengen. Die Inner Senshi stoßen dazu. Sailor Moon und Silver Vulcan reden auf Death Vulcan ein. Dieser beharrt aber weiterhin darauf zu kämpfen. Mit einer geballten Attacke der Senshi stirbt Saint-Germain und Mandrake wird von der bösen Macht befreit. Dracul versiegelt nun Kain und die Nightmares in die Unterwelt und sich selbst auch. Die Senshi kämpfen ein letztes Mal gegen Death Vulcan und mit aller Kraft können die beiden Teile des Planeten wieder zusammengefügt werden. Yay! Ende! Okay, ich hoffe, ihr habt durchgehalten. Zum Schluss möchte ich noch eine Theorie zu Sailor Astarte aufstellen. Aber es ist nur eine Theorie, okay? Heißt nicht, dass das auch stimmt. Es hieß ja, dass Silver Vulcan in Shibas Körper gegangen ist und Sailor Astarte war. Silver Vulcan ist meiner Ansicht nach so etwas wie die Sailor-Kriegerin vom Planeten Vulcan, zumindest von der guten Seite, da sie ja seine Personifikation ist. Ich glaube, Silver Vulcan hat Astarte die Sailor-Kräfte vom Planeten Vulcan irgendwie geliehen und diese haben sich dann in Shibas Körper als Sailor Astarte manifestiert. Eine Senshi, die zwar Shiba ist, aber von Silver Vulcan ihre Planetenkräfte bekommt und zumindest zeitweise kontrolliert wird. Sailor Astarte sagte nämlich selbst, dass irgendwas an ihrem Senshi-Dasein nicht stimmt. Und was auch stark darauf hindeuten würde, Sailor Astarte sagte auch, sie käme von der anderen Seite der Sonne, genauso wie es Vulcan sagte. Aber wie gesagt, ist nur meine Theorie. Alles klar, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir auch gern Kommentare. Und dann würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.